Hallo liebe Freunde, ich finde es ganz toll, welches Interesse ihr meinen Film und unserem Erzgebirge entgegenbringt. Und ihr könnt euch sicher alle noch erinnern, vor einer gewissen Zeit waren wir an der kleinen 19-Hainer Talsperre unterwegs, Stichwort Rapunzelturm. Und ich hatte es erwähnt, wenn diese Tour zu kurz ist, der hat natürlich die Möglichkeit auch noch zur sogenannten großen 19-Hainer Talsperre zu laufen. Jetzt kamen einige Anfragen, ja, erzähl doch nicht nur, dass es das gibt, zeig uns doch mal den Weg zur großen 19-Hainer Talsperre. Und den wollen wir heute gerne zurücklegen und ich wünsche euch auch dabei ganz viel Spaß. Wie bereits im letzten Film über die kleine 19-Hainer Talsperre erklärt, orientiert euch bei der Anreise aus Richtung Chemnitz auf Pockau-Lengefeld. Zwischen Wünschendorf im Erzgebirge und Lengefeld findet ihr in der Senke an der Dammmühle rechts abbiegend eine kleine schmale Wirtschaftsstraße. Dieser könnt ihr bis zum Wanderparkplatz folgen. Eine Anreise per Erzgebirgsbahn ist selbstverständlich auch möglich. Vom Bahnhof Reifland-Wünschendorf führt ebenfalls ein Wanderweg hier hoch. Er ist dann nur etwas länger. Zunächst orientieren wir uns am Rundweg 19 Hain 1, überqueren unterhalb der Staumauer von der kleinen Talsperre das Lautenbachtal, vorbei am alten Kalkofen, von dem ich euch ebenfalls bereits erzählt habe, den sogenannten Rapunzelturm zu erreichen. Weiter folgen wir dem Waldweg, bis wir erneut auf den Wirtschaftsweg stoßen. Diesen biegen wir heute jedoch noch rechts ab Richtung Talsperre 19 Hain 2. Schließlich erreichen wir die ehemalige Hammerschenke. Heute wird dieses Gebäude durch die Technische Universität Dresden genutzt. Jedoch war sie von 1697 bis 1729 als Brettmühle, heutzutage nennt man das Sägewerk, tätig. Es war übrigens die letzte Brettmühle im Bornwald und sogar einen Ausschank soll es gegeben haben. Allerdings 1955 wurde ihr Betrieb eingestellt. Schön finde ich, dass nicht nur in Orten wie Borstendorf, die ja wirklich sehr vorbildlich an ihrem geschichtlichen Erbe erinnern, sondern auch hier im Wald an die Historie gedacht wird und über die Hammermühle erzählt. Besonders interessant jedoch, selbst die Familie Stülpner hat hier ihre Spuren hinterlassen und zu den früheren Besitzern gezählt. Deshalb findet ihr auch hier unseren Sohn der Wälder, den Robin Hood aus dem Erzgebirge, der im nahen Scharfenstein geborene Karl Stülpner, welcher ein Großcousin der Eigentümer war, hier von Gottfried Kahle verewigt wieder. An der nächsten Kreuzung würde ich euch den linken Abzweig, den alten Hammerweg, empfehlen. Das erste Stück folgen wir weiter den Lautenbach, bis unser Weg in eine Steigung übergeht. Logisch, wir wollen ja hoch zur Dammkrone der Staumauer. Diese wurde von 1911 bis 1914 in unserem Bornwald oberhalb der Siedlung 19 Hain in der Nähe von Lengefeld im Erzgebirge erbaut und in Betrieb genommen. Oben angekommen sollte man durchaus dran denken, dass wir es hier mit einer Trinkwassertalsperre zu tun haben. Das Wasser könnte morgen aus eurem Wasserhahn kommen. Genießen wir es also, dass die von 1996 bis 2000 sanierte Staumauer für uns als Fußgänger frei zugänglich ist. Auf der anderen Seite angekommen lädt ein kleiner Rastplatz zum Picknick ein. Und allen Freunden und Interessenten der Technik wurde hier ein Modell errichtet, wo der Aufbau der Talsperrenmauer anschaulich erklärt wird. Gehen wir weiter, biegen wir erneut rechts ab in den Goldbachweg. Macht euch bitte keine Sorgen, der Weg ist wirklich ganz einfach zu finden. Wer trotzdem auf Nummer sicher gehen will,
Auch kein Problem. Wie immer stelle ich euch die Links von Komoot und Autoactive unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten wieder herunterladen. Aufgepasst! Auf der linken Seite finden wir den Cotta-Stein zur Erinnerung an Johann Heinrich Cotta. Doch wer war dieser 1763 geborene Heinrich Cotta? Neben dem uns aus einem früheren Film bereits bekannten Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil gehörte er zu den Pionieren der Forstwirtschaft. Und nicht nur das. Für die damalige Zeit war er ein regelrechter Revolutionär und plädierte auf eine aus heutiger Sicht modernen, nachhaltigen Forstwirtschaft. Bereiche des Tharanter Waldes versuchte er zu einem grünen Hörsaal umzugestalten. Aus Anlass seines 80. Geburtstages legten seine Studenten im Tharanter Wald einen Ehrenhain an, pflanzten 80 Eichen, welche sie mit Eibenhecken umgaben. Am 25. Oktober 1844 verstarb dann Heinrich Cotta und er wurde in diesem Ehrenhain begraben. Aber so wie hier in unserem Bornwald gedenkt man vielerorts der Verdienste von Heinrich Cotta. Weit müssen wir nicht gehen, ehe es erneut heißt, Augen auf! Es gibt wieder etwas Neues zu entdecken. Seht ihr die Mauern auf der rechten Seite? Es handelt sich hier um eine ehemalige Mühle, bekannt als Bertelsdorfer oder auch Findeisenmühle. Diese Sägemühle wurde 1945 durch Bombenangriffe so stark beschädigt, dass sie schließlich abgerissen wurde. Noch viel interessanter jedoch, dass hier in diesem Bereich im 14. Jahrhundert ein Dorf, besagtes Bertelsdorf, sich befunden haben soll. Aus Karten von 1560 und 1616 konnte die ungefähre Lage rekonstruiert werden. Es wird vermutet, dass dieses Bertelsdorf, wie so viele andere Orte in unserer Region, gegen 1200 bei der Besiedlung unseres Erzgebirges entstanden ist. Aus besagter Karte von 1616 kann man den Schluss ableiten, dass hier sogar eine Kirche gestanden haben könnte, denn man spricht dort von einem Kirchhof. Allerdings wird vermutet, dass bereits 1452 der Ort wieder aufgegeben wurde. In einem Schiedsspruch aus dem Jahr 1452, in dem es um die Jagdrechte der Kurfürsten bzw. der Herren von Waldenburg, was ihr ja auch bereits kennt, ist lediglich die Rede vom Bertelsdorfer Wald und nicht mehr von einer Ortschaft. Erneut geht es rechts ab und wir stolpern über eine richtige Sau. Auch diese wurde, wie schon die Figur vom Stülpner Karl, durch Gottfried Kahle erschaffen und es soll sich hierbei um die Wasserstelle der besagten Findeisenmühle handeln. Wenige 100 Meter unterhalb stoßen wir auf den Schwarzen Teich. Auch er eine Hinterlassenschaft der Mühle. Nicht mehr weit und wir treffen auf eine altbekannte Kreuzung, nämlich kurz oberhalb der Hammermühle und ihr kennt ja nun den Weg. Es geht sacht abwärts, erneut an der kleinen Talsperre vorbei, bis wir schließlich unseren Wanderparkplatz erreichen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Novemberwanderung. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Und bald geht es hier weiter mit neuen Wanderungen in unserer schönen Heimat, mit unserer Pilgerreise nach Rom, Eisenbahn und vielem anderen. Bis bald, ciao!